für mich war das ja auch alles normal, was da passiert. Ich kann es gar nicht anders. Ich glaube, für mich wäre es wichtig gewesen, zu hören, dass es nicht normal ist. Mein Name ist Clarissa Vogel, ich bin 36 Jahre alt und ich wurde von meinem 3. bis zu meinem 12. Lebensjahr von insgesamt 8 Tätern sexuell missbraucht und misshandelt. Mein Vater, der hatte einen Job, wo er eben tagsüber auf der Arbeit war. Meine Mama als Krankenschwester hat in der Nacht gearbeitet und so wollten sie eigentlich sicherstellen, dass wir als Kinder immer betreut sind. Und da mein Vater dann aber leider Alkoholiker war, ist er gerne abends dann ein Bierchen trinken gegangen und damit er dann nicht auf die Kinder aufpassen musste, hat er mich dann eben zu meinen Großeltern eben gebracht. Und mein Stiefopa ist eben auch der Täter gewesen und hat dann somit die Tat einfach begünstigt. Also mit meinem 6. Lebensjahr sind meine Großeltern aus dem Elternhaus ausgezogen und haben dann ihr eigenes Haus bezogen und dort eben war die Möglichkeit, dass mein Opa eben auch fremde Personen ungesehen mit ins Spiel brachte. Also ich denke, rückblickend betrachtet, dass das ein pädophilen Ring war, in dem er war. Ich weiß auch nicht, ob die Täter was zahlen mussten dafür, dass sie zu mir durften. Aber ich habe das halt nie mitbekommen. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es halt so ein Ring war auch tatsächlich. Zu meinem Stiefopa hatte ich eigentlich immer ein sehr liebevolles Verhältnis, weil er eben auch meine Bezugsperson war meine Familie und wenn ich bei ihm war, war ich ja auch von ihm abhängig und ich habe ihn auch sehr geliebt. Die anderen Täter, die waren für mich, das war nicht mit Liebe verbunden, weil das mir fremde Menschen waren und da habe ich mehr Ekel empfunden und auch Hass tatsächlich. Meine Oma habe ich damals mit 3 Jahren, als der erste Übergriff war, versucht darauf anzusprechen und ihr zu sagen, du, da passiert etwas, das ist nicht in Ordnung für mich, ich finde das ekelig. Und meine Oma hat dann nur gesagt, du, brave Kinder, die machen das, brave Enkelkinder haben zu tun, was der Opa sagt. Und da war für mich ganz klar, mit meiner Oma kann ich darüber nicht reden. Und was das Merkwürdige war, meine Oma war eigentlich ab da auch nicht mehr präsent für mich. Die war zwar in der Wohnung, ich durfte aber mit ihr nicht reden. Also mein Opa hat das verboten und ich habe sie auch teilweise lange nicht gesehen, weil ich im Schlafzimmer eingesperrt war. Meine Oma war woanders in der Wohnung und die war für mich gar nicht mehr greifbar. Ich habe sie zwar immer so im Hintergrund gehört, aber ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Also sie war, als wäre sie weg gewesen in dem Moment. Also das erste Mal drüber gesprochen mit meinem ersten Lebensgefährten, da war ich 18. Ich war mit ihm frisch zusammen und er hat relativ schnell gemerkt, bei der Clarissa, da stimmt irgendwas nicht. Sie ist einfach, sie möchte viele Dinge nicht, sie möchte nicht so berührt werden, wie es vielleicht normal ist oder möchte auch nicht intim werden. Und ich war zu der Zeit auch ein komplett anderer Mensch, als ich heute bin. Ich war sehr, sehr schüchtern, ich war sehr gehemmt, ich war ein sehr ruhiger Mensch. Und man hat mir, glaube ich, auch angesehen, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Und er hat mich auch sehr oft gefragt und hat auch gesagt, ja, wenn du mal darüber reden möchtest, ich bin für dich da, du kannst jederzeit mit mir sprechen. Und dann haben wir ganz behutsam angefangen, dass ich mit ihm darüber geredet habe. Und er hat dann auch ziemlich schnell gesagt, du musst mit deinen Eltern und mit deiner Familie drüber reden, weil mich das immer so gequält hat, nicht zu wissen, ob meine Eltern vielleicht etwas gewusst haben von der Tat.
Und mein Lebensgefährte hat das dann zum Glück in die Hand genommen, weil ich hatte so einen Kloß im Hals, ich konnte überhaupt nicht darüber reden und er hat es dann erzählt. Und als meine Mutter das gehört hat, ich habe meine Mutter noch nie so erlebt, die ist eigentlich eine total starke und resolute Frau, aber die ist fast in Ohnmacht gefallen, die war nicht mehr Herr ihrer Sinne. Die konnte, glaube ich, gar nicht glauben, was ich da erzähle, weil sie immer dachte, in unserer Familie gibt es das nicht. Sie war ja überhaupt nicht im Bilde, dass mein Vater das die Jahre zugänglich gemacht hat. Das wusste sie alles gar nicht. Mein Vater, der war total anteilslos, der saß dort, hat nur in die Luft geguckt und man hat ihm angemerkt, dass das für ihn nichts Neues ist, was er da hört, sondern dass jetzt einfach eine Bombe platzt, wo er immer gehofft hat, dass sie niemals zur Sprache kommt. Und meine Mutter ist dann auf meinen Vater losgegangen, hat ihn so wirklich so am Schlawittchen gepackt, ihn geschüttelt und ihn immer wieder gefragt, ob er es gewusst hatte. Mein Vater hat dann gesagt, ja, ich habe es gewusst. Aber er meinte dann, er hat es nicht gewusst, als er mich dorthin brachte, sondern erst nachdem meine Großeltern verstorben waren. Meine Oma starb, als ich 16 war, mein Opa mit 12, dass er beim Ausräumen der Wohnung halt Bildmaterialien und Videomaterialien gefunden hat und die dann aber vernichtet hat, damit diese Taten halt nicht halt ein schlechtes Bild auf seine Mutter und seine Familie wirft. Also meine Diagnosen sind eine posttraumatische Belastungsstörung, schwere Depression und eben auch eine dissoziative Identitätsstörung, die eben entsteht, wenn man in seiner Kindheit ein schweres Trauma durchleiden musste und der Kopf versucht sich dann aus diesen schweren Traumasituationen, die als Kind eben passiert sind, so herauszuziehen und die nicht so wahrzunehmen und sich so ein bisschen dagegen zu wehren, dass dass es so an einen rankommt. Und bei mir ist das leider so gewesen, leider in Anführungsstrichen, dass sich das halt in meinem Erwachsenenleben halt auch immer weiter so gegeben hat, dass ich eine multiple Persönlichkeitsstörung eben habe und mein Kopf das heute immer noch macht. Diesen Schutzmechanismus, den er früher eingesetzt hat, ist für ihn Normalität geworden und das wird bei mir jetzt einfach im Hier und Jetzt genauso immer noch umgesetzt, dass ich mich halt in verschiedene Persönlichkeiten halt eben spalte. Ich bin die Rosi und wollte euch ein Video machen und jetzt packe ich das Geschenk aus, was ihr mir mitgebracht habt. Hier ist das, Papa. Ist das ein Bonbon? Das könnte sein. Guck mal, da ist ein Briefumschlag. Da steht, glaube ich, mein Name drauf. Oh, guck mal. Das sind Einhörner. Für mein Stickerbuch. Mhm. Das ist toll. Und da ist noch ein Briefumschlag. Da sind auch Einhörner und Zauberstäbe. Du kriegst nie genügend Sticker, ne? Niemals. Dankeschön. Und ich weiß nicht, was ist das, Papa? Handcreme. Handcreme, danke schön. Das ist ganz lieb von euch. Jetzt werde ich euch ein Bild malen und die Mama schickt euch das per Foto. Dann habe ich ein Dankeschön für euch. Also mein Umfeld hat größtenteils positiv reagiert, weil viele sich schon gedacht haben, dass irgendwas mit mir eben nicht in Ordnung ist, weil ich auch in vielen Situationen einfach anders war und nicht mehr die Clarissa, die sie kannten. Und auch unangemessen manchmal auf Situationen reagiert habe und für die war das eine Erklärung, warum das so war. Es gibt auch Menschen, die sich abgewendet haben, das ist auch okay, weil mein Krankheitsbild ist halt eben auch für andere schwierig. Man muss sich ja quasi auf 6 Personen einstellen, die halt wild durcheinander wechseln können.
von einer kleinen Persönlichkeit zu einer erwachsenen Persönlichkeit. Und das ist für den Gegenüber ja auch nicht einfach, sich immer darauf einzulassen. Und ich glaube, die richtigen Menschen sind bei mir an der Seite geblieben und haben das auch so akzeptiert und sind auch mit mir zusammen an der Krankheit oder an der Superkraft, wie ich sage, gewachsen und sagen heute auch, sie würden mich gar nicht anders wollen. Also sie würden jetzt nicht wollen, dass die Persönlichkeiten weg sind, weil jede Persönlichkeit was Liebenswertes hat. Das ist mein Schrank, mein Spielzeugschrank. Und das ist mein Lieblingsspielzeug, das ist die Bella. Und Bella kommt überall hin mit, wenn ich irgendwo mal hinfahre und über Nacht bleibe. Und die hier, Papa, die heißt auch Bella. Ist aber weiß. Zufall. Heißen alle Bella. Und das ist mein Sticker-Album hier. Da habe ich all meine Sticker drin, auch Einhorn-Sticker. Da passen die anderen dann ja auch gut zu. Ja, sind noch ganz viele leere Seiten, die kommen da auch direkt rein. Das ist alles mein Spielzeug, wenn ich komme, aber wenn die Monia kommt oder eine andere, die kleine Clarissa, die dürfen auch damit spielen, weil das gehört uns allen. Insgesamt habe ich 6 Identitäten, die bestätigt sind. Es kann immer noch Identitäten geben, die noch so unter der Oberfläche schlummern, aber da irgendwie da sind und irgendwann mal zum Vorschein kommen. Also es ist nie so, dass man sagen kann, man hat 6 und mehr kommen nicht mehr. Es kann passieren, dass noch welche dazukommen. Was bei mir aber nicht mehr passiert ist, dass welche weggehen, weil die sich bei mir schon so gefestigt haben und eben schon seit ich 6 bin da sind, dass die eben auch bleiben werden. Ich habe versucht in der Therapie so wieder die Persönlichkeiten zusammenzuführen. Das ist immer so Ziel der Therapie. Es hat bei mir aber nicht funktioniert. Wenn die ganze Welt ganz plötzlich gegen dich ist und du fühlst dich wie in einem bösen Traum, dann denk dran, dass das auch einmal vorbeigeht. Denn aus jedem bösen Traum wachst du mal auf. Du greifst nach Händen, die jetzt nicht mehr da sind, weil du niemanden mehr hast, dem du vertraust. Dann denk dran, dass die Welt sich trotzdem weiterdreht. Nach jeder Nacht kommt ein Morgengrauen. Die Therapie war der wichtigste Schritt für mich, wieder ein normales Leben zu führen. Ich habe eigentlich mit dem Schritt, in eine stationäre Therapie zu gehen, mein eigenes Leben wieder in die Hand genommen und mein Leben auch wieder lebenswert gemacht. Weil ich bin vorher, ich hatte ja einen ganz schweren Zusammenbruch, ich konnte ja gar nichts mehr. Ich habe es nicht mal mehr geschafft, aus dem Bett aufzustehen, nachdem ich diesen Zusammenbruch hatte. Und ich wusste, wenn ich jetzt nichts an meinem Leben ändere, dann weiß ich nicht, ob ich mich umbringen würde zu der Zeit. Und ich habe mich dann damals für das Leben entschieden und gesagt, ich möchte es zumindest versuchen, wieder etwas normaler leben zu können. Und habe meine erste Traumatherapie eben gemacht. Da war ich 3,5 Monate. Und es war für mich der wichtigste Schritt, einfach auch wieder zu sehen, andere Menschen zu treffen, denen es auch so geht und die auch genauso sind wie ich. Ich habe mich also nicht mehr alleine gefühlt mit den Gefühlen. Und ich habe das erste Mal diese Sachen aufarbeiten können, die mich mein Leben lang so gequält haben auch. Und die für mich im Kopf sortieren können, dass ich dann halt eben die aufarbeite und das mit einer erfahrenen Psychiaterin an der Seite mache. Und das war der erste Schritt dafür. Also meine größte Freude versuche ich in den kleinen Dingen heute zu suchen im Alltag. Es ist, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, wenn ich mit ihr im Wald spazieren gehe, wenn ich diese Freiheit spüre, die ich so früher nicht hatte. Und da dann mit allen Sinnen alles wahrzunehmen, das ist was für mich, was total schön ist.
auch mit meinen Freunden und mit meiner Familie wieder unbeschwert auch umgehen zu können, weil ich gelernt habe, meine Ängste in den Griff zu bekommen und dadurch auch vieles, was ich früher nicht mehr machen konnte, jetzt wieder für mich gewonnen habe. Also ich versuche, sehr viel Positives in meinem Leben zu füllen und werde dann auch daran glücklich. Ich glaube, viele haben Angst, etwas zu sagen, aus Angst, jemanden falsch zu verdächtigen, weil das ist ja erstmal ein Vorwurf, dass man ein Kind schlägt oder missbraucht. Das ist schon ein sehr schwerer Vorwurf und ich denke, viele haben Angst, da etwas auszusprechen, was vielleicht nicht stimmt. Aber heutzutage geht auch Jugendamt und Polizei damit sehr diskret um und es wird dann wirklich diskret geprüft. Es ist nicht mehr so, dass dann die ganze Welt davon Bescheid weiß und direkt so ein Stempel demjenigen aufgedrückt wird, auch wenn er unschuldig ist, sondern es wird alles so eben kontrolliert, dass das halt eben auch Nachbarn und so gar nicht mitbekommen, dass da gerade die Polizei oder das Jugendamt da ist. Und deswegen würde ich auch sagen, lieber einmal zu viel Bescheid geben und es ist dann ein Irrtum, was ja das Beste wäre, als wenn man es einmal zu wenig macht und eventuell dann ein Kind weiterleiden muss.